Da ist man einmal random auf Facebook und sieht direkt so einen Banger-Post. Wir haben von Flive Universe offizielle Zahlen und Statistiken. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich wette, die meisten von euch haben das nicht gesehen, weil kein Mensch von euch Facebook benutzt, außer mir. Und zwar war das so der erste Monat FEC-Server zusammengefasst, beziehungsweise, wie gesagt, so ein paar statistische Auswertungen. Und ich finde es trotzdem interessant. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie das nach einem Monat nochmal machen werden. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke, das war jetzt eher so eine einmalige Sache. Und ich dachte, wir gucken uns das mal zusammen an, weil es sind tatsächlich mehr Sachen, als man denkt. Und ein paar interessante Sachen auf jeden Fall dabei. Und vor allem das Interessanteste, welches Land ist am stärksten vertreten auf dem FEC-Server. Und da ja momentan auf den normalen Servern recht wenig los ist, sondern wirklich gefühlt alle auf dem FEC spielen, überwiegend zumindest, kann man damit auch so ein bisschen ableiten, was halt generell natürlich die Stärke der Länder angeht. Das kennen wir zwar schon aus meinen persönlichen Global Rankings, aber hier haben wir es halt quasi nochmal mit allen Servern auf jeden Fall, da der FEC ja so ein internationaler Server ist. Genau. Ja, das allererste hier, Time taken to reach Level 160, also der erste, der auf FEC 160 erreicht hat, hat gebraucht 13 Tage, 9 Stunden, 40 Minuten und 10 Sekunden, ungefähr 322 Stunden. Also, wenn ihr eure Spielzeit mal in-game anguckt, unter Taste R allgemein Spielzeit, könnt ihr euch vergleichen, ob ihr auch schon in der Nähe von 160 seid. Just kidding. Genau, dann das nächste. Die Total Number of Characters created in the first month of FWC. Also wie gesagt, das Ganze ist schon ein bisschen länger her, 19. Juni. Mitte Juni ist er losgegangen, Mitte Mai ist er losgegangen, also war quasi einen Monat danach. 111.790 Charakter. War schon ziemlich heftig. Es war selbst, wenn man davon ausgehen würde, dass jeder 8 Chars haben würde, was ja offensichtlich nicht der Fall ist, wären es halt trotzdem 15.000 Leute fast. Also es sind höchstwahrscheinlich wesentlich mehr als 15.000 Leute. Ist schon nicht wenig. In einem Monat 111.000 Charakter. Genau, dann Time of First Completion of the Wilds Dungeon. 8 Tage, 5 Stunden, 9 Minuten und 39 Sekunden. Ungefähr 197 Stunden. Finde ich jetzt komisch, dass man sowas hier aufführt, weil ein Dungeon in 197 Stunden abzuschließen, ist natürlich jetzt nicht wirklich beeindruckend. Ja, das ist natürlich die Zeit nach Serverstart, wann der erste Dungeon bezwungen wurde, nicht wie lange sie für den ersten gebraucht haben. Aber könnte man falsch verstehen. Lustig. Ja, und dann kommen wir auch schon zur wichtigsten statistischen Auswertung. Hier hat auch die meisten Reaktionen und Likes. Genau. Top 3 countries with the highest player ratio. Schland. Auf Platz 2. Platz 1 sind die Philippinen, 35,6%. Platz 2, wie gesagt, Schland mit 17,5%. Und Platz 3 ist die USA mit 9,3%. Hier nochmal zur Erinnerung. Der Server, der FEC-Server, der Server, der das Ganze hostet, steht übrigens in den USA. Make it make sense. Nein, Spaß. Ich wette, das hat bestimmte Gründe, warum der in den USA steht. Wahrscheinlich, weil es der beste Kompromiss für alle Regionen ist. Wahrscheinlich, probably, weil es wahrscheinlich genau zwischen den Philippinen und Deutschland liegt oder so, damit das wahrscheinlich fair ist oder so. Keine Ahnung. Aber ja, nur die Deutschen und Philippinen machen über 50% der Spieler auf FEC aus. Und ich würde sogar so weit gehen und behaupten, alle Flive-Spieler der Welt, 50% davon sind Deutsche oder Philippinen. Filipinos. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Brasilien nicht auf Platz 3 ist, weil ich dachte immer so USA, keine Ahnung, ich finde USA mit 9% ist tatsächlich ziemlich viel. Ehrlich gesagt, ich habe legit, glaube ich, erst 3 Leute getroffen und 2 davon waren aus Kanada, die überhaupt aus Nordamerika waren. Die waren nicht mal aus den USA, die waren einfach aus Kanada beim letzten FEC-Server. Und ich glaube, nur einen einzigen aus USA jemals da getroffen. Klar, die sind natürlich auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten online. Aber, naja, wenn ich dran denke, wie viele Philippiner ich schon getroffen habe, ungefähr 5000. Die haben ja auch eine andere Zeitzone und von denen trifft man tonnenweise. Also keine Ahnung, wo sich diese 9,3% USA-Spieler verstecken. Aber ich bin ihnen noch nicht wirklich begegnet. Genau. Ja, dann auch eine sehr offensichtliche Statistik. Die Klasse, die am meisten gewählt wurde von den Spielern, Ringmaster. Ja, woran könnte das nur liegen? Ich weiß es nicht. Genau, dann Number of Successful Upgrades. Das fand ich tatsächlich relativ erschreckend. Upgrades to +10 on Level 150 Common Equipment
263, da musst du bedenken, nach einem Monat. Also der erste Spieler hat wie lange gebraucht? 11 Tage oder so für 160? Und es waren wirklich tonnenweise Leute schon im High-Level unterwegs. Nach 2 Wochen, 3 Wochen. Und nach einem Monat wurden trotzdem erst 263 Sachen plus 10 gemacht mit dem 150er Common Equipment. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was mit Common Equipment gemeint ist, ehrlich gesagt. Weil ich bezweifle, dass es Common Equipment war. Also Random-Ass-Sachen. Also war es 1000% nicht. Also damit wird 100% das PvE-Set gemeint sein. Aber ja, dieses Common Equipment verwirrt ein bisschen. Ja, ist trotzdem eine Zahl, die ich persönlich höher geschätzt hätte. Ultimate Weapon Creations wiederum ist dann wiederum höher, als ich denke. 222. Und Upgrades to plus 5, also Ultimate Waffe plus 5, schon 58. Daran sieht man auch, wie schwierig es ist, was plus 5 zu machen auf Ultimate. Weil nur 25% aller Waffen, die Ultimate waren, wurden auch tatsächlich plus 5 gemacht. Also es wurden zwar Ultimate-Waffen hergestellt, 222 Stück, aber nur 25% circa wurden tatsächlich auch plus 5 geupgradet, weil es eben so schwierig ist. Oder man könnte auch sagen, nicht nur weil es schwierig ist, sondern weil die Leute natürlich auch erst Level 160 erreichen wollen, um dann tatsächlich ihre Waffe plus 5 zu machen. Ich weiß nicht, ob das plus 5 übernommen wird, ehrlich gesagt. Probably nicht, wenn man seine Waffe in Gold eintauscht. Aber viele wollen vielleicht auch gar keine goldene Waffe, das kommt vielleicht auch noch dazu. Dann, Total Number of Players who reached Level 160, 34. Gut, das hat sich mittlerweile natürlich stark verändert wahrscheinlich. Das ist kein Geheimnis. Und das war es tatsächlich auch schon. Das war die offizielle statistische Auswertung nach einem Monat FEC. Wie gesagt, ich hätte ein paar Sachen auf jeden Fall anders eingeschätzt. Das Interessanteste, wie gesagt, fand ich dieses Slide. Das war auch der Grund, warum ich das Video machen wollte. Wenn das nicht dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar kein Video drüber gemacht. Aber ich finde das hier so mal einfach ausgedrückt zu sehen. Vor allem, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das dann gewertet wurde, weil, wie schon gesagt, ein Monat. Also ich denke mal, hier geht es dann auch um die erstellten Charakter, probably. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie genau die das ausgewertet haben. Wäre auch sehr interessant zu wissen, was da jetzt der Messwert war. Geht es da um IPs, die sich mit dem Spiel verbunden haben? Unterschiedliche, wo halt die Location von der IP dann Deutschland war oder Philippinen? Oder wie gesagt, um erstellte Charakter oder so von gewissen IPs, whatever. Das wäre tatsächlich sehr interessant zu wissen, weil ich denke, da könnte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was draus lernen oder draus schließen oder so. Aber im Endeffekt sagt uns das, wie gesagt, einfach nur das, was wir alle schon wussten. Das Spiel gehört den Deutschen und den Filipinas. In Europa sind es vor allem die Deutschen und überall sonst sind es eigentlich die Filipinos, die am stärksten vertreten sind. Und ja, wie gesagt, das war ein offenes Geheimnis letztendlich. Aber trotzdem, wie gesagt, Fakten sind immer besser als Vermutungen. Und in dem Fall wurden die Vermutungen aber bestätigt. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung für den Twitch-Link für tägliche Flive-Streams auf Twitch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.